Hallo und herzlich willkommen hier im Panto Art Atelier und Galerie. Mein Name ist Panto Trifkovic, ich bin Künstler und Inhaber der Galerie Panto Art. Heute habe ich für 5 Minuten mit einen besonderen Gast eingeladen, und zwar niemanden anderen als den schon für vielerlei bekannten Hobe. Und Hobe ist heute hier ein kleines Mysterium für alle. Das hat damit zu tun, dass Hobe schon der Name ein kleines Mysterium ist und vielerlei Kunstliebhaber und Besucher und Besucherinnen der Galerie schon mich immer wieder danach gefragt haben, wer denn hinter Hobe steckt. Dieses Geheimnis bleibt auch heute im Verborgenen. Ich habe im Vorfeld Hobe meine Fragen zugesendet und er hat diese selber bereits beantwortet. Und wir sind schon ganz neugierig, was da kommt. Die erste Frage, die ich ihm gestellt habe, geht es eigentlich um ein Spiel der Assoziationen. Das heißt, beschreibe uns in 5 Wörtern deine Kunst oder die Art, wie du deine Kunst machst. Hier kommt seine Antwort. Eine wirklich, wirklich interessante Art und Weise, diese Frage zu beantworten. Und ich würde sagen, so wie diese Vögel sind, sind auch die Assoziationen dazu. Das heißt, vielfältig, bunt, klein, groß, in großen und kleinen Formaten, in dem der Hobe arbeitet. Und ja, sogar mancherlei Dinge sind ja schon im Aussterben, so wie die in der Vögelwelt das auch vorkommt. So sind auch seine Arbeiten, manche Techniken, die gibt es ja gar nicht mehr, die macht er gar nicht mehr, die sind so rar geworden. Ja. Also jedenfalls eine sehr interessante Beantwortung. Und wir gehen gleich zur nächsten Frage. Und da wollte ich wissen, woher nimmst du dir die Inspiration? Was motiviert dich so, deine Kunst auf diese Art und Weise zu machen, wie du die machst? Und wir hören hinein, was denn Hobe seine Antwort ist. Nun, auch hier sehr interessant, welchen Bezug Hobe zu dieser Antwort, also beziehungsweise zu der Fragestellung nimmt. Aus der Natur heraus, das Leben an sich ist schon Inspiration genug, aber alles, was in dieser Welt, in der Natur passiert, spiegelt ja in Wirklichkeit das, was mit uns selber alles passiert. Finde ich eine sehr hochinteressante und philosophische Art und Weise, das zu beantworten. Wir gehen gleich zu der nächsten Frage, und die ich Hobe gestellt habe. Da geht es darum, wie zeigst du deine Kunst in der Öffentlichkeit? Wie und kommt man dazu, deine Kunst zu sehen? Und wir sind schon gespannt, wie die Antwort lautet. Und wieder eine sehr spannende Antwort. Heißt letzten Endes, dass man in der Welt mit offenen Augen gehen sollte
Und wer wirklich einen Hobe sehen möchte, der wird schon Wege und Möglichkeiten haben, ihn tatsächlich auch zu sehen und zu finden in irgendeiner Ausstellung oder ähnlichem. Und wir kommen zu der nächsten Frage. Und diese Frage ist wirklich sehr knifflig. Es geht nämlich darum, ich wollte wissen, was bzw. welches Kunstwerk, wenn du die Möglichkeit dazu hättest, würdest du denn gerne besitzen und warum? Und die spannende Antwort kommt jetzt. Und wieder sagt uns Hobe, Vögel sind das beste Beispiel dafür, dass man frei wie ein Vogel, frei von Besitztümern und dass er keinen Wert auf Besitztümer legt. Kunst ist etwas Freies und sollte nicht besessen werden von irgendjemandem. Und das wäre sozusagen die Message von Hobe. Wir kommen zu der letzten Frage, die ich Hobe gestellt habe. Und da wollte ich wissen, wie geht es eigentlich weiter? Wie schauen die Pläne aus für die Zukunft? Was können wir von dir erwarten? Und hier ist seine Antwort. Alles klar. Heißt wiederum, dass man wirklich mit Adlers Augenblick genau schauen muss und dann wird man schon sehen, was die Zukunft bringt. Mehr wollte uns Hobe in diesem Sinne nicht verraten. Ich bedanke mich jedenfalls bei Hobe vom ganzen Herzen für diese außergewöhnliche Art und Weise der Beantwortung und die wiederum beweist, dass das mit ein bisschen Kreativität und künstlerischem Geschick alles zu einem Kunstwerk werden kann. Und ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit und lade Sie ein, wieder reinzuschauen auf den Kanal von Pantoart, weil neue Videos kommen sicher und da heißt es wieder 5 Minuten mit. Auf Wiedersehen.